Oh hey, der Sommer ist ein wenig anders verlaufen, als ich mir das zuerst erhofft habe. Viele größere Projekte standen an und ich wollte die auch wirklich umsetzen für den Sommer, aber die meisten kamen von diesen nicht. Und auch wenn der Sommer noch nicht richtig fertig ist, wird es vermutlich etwa auf sich noch warten lassen. Also fuck it, machen wir doch mal ein kürzeres, schnelleres, snappigeres Video, um die Wartezeit ein wenig zu verlängern. Reden wir doch mal über einen modernen, aktuellen Film, der aktuell viele Leute interessiert. War of the Worlds. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der über den Film geredet hat. Im englischen Markt war es auf jeden Fall sehr viel. Im deutschen Markt vielleicht eher weniger von dem, was ich mitbekommen habe. Aber so gegeben, vielleicht habe ich die meisten Reviews auch irgendwie verpasst. Anyway, Spoilerwarnung vorweg, warum auch immer. Wir reden über diesen Film und Spoilerwarnung, ich bin auch kein großer Fan von diesem Film. Wenn ihr eine Sache über diesen Film gehört habt, dann ist das sehr grauenhaft ist. Und wie ich dazu stehe, erfahrt ihr in diesem Video. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed. Braucht ihr das wirklich? Legen wir doch einfach los mit dem Meat dieses Films. Der Film stand in der Pandemiezeit und das kann man diesem Film auch anmerken. Das Framing-Device schreit wirklich an diese Zeit, an diese Produktionszeit eben. Und an sich kann man dieses Framing-Device auf vielen Art und Weisen sehen. Für manche ist es vielleicht ein nettes Gimmick oder eine interessante Art und Weise, einen Film zu erzählen. Für andere ist es einfach nur ein erbärmlicher Versuch, modern zu bleiben oder modern zu wirken. Und für mich, ich bin etwa im mittleren Tier. Ich finde, dass mal dieses Framing-Device, wo wir jemanden sehen, der mehr oder weniger uns sein Bildschirm zeigt und teilt, wie auch immer, an sich etwa für einen okaysten Film, für eine okayste Nutzung geben könnte. Es gibt so einige Horrorfilme, die das okay nutzen. War of the World ist das nicht. Dabei hat man etwa das Potenzial in War of the World, dieses Framing-Device für gute Horror-Momente oder gute, erschreckendhafte Momente zu nutzen. Aber das macht dieser Film nicht. Stattdessen kriegen wir mehr oder weniger 20 Minuten Ice Cube, wie er mehr oder weniger seine Kinder ausspioniert, den sagt, mach das nicht, mach das lieber, und dann kommen wir etwa zu komischen Wetterereignissen und boom, wir sind in War of the World. Aber auch nicht so richtig. War of the World ist eine dieser populären Public Domain Stories, die immer und immer wieder neu erzählt werden, sei es nun etwa originalgetreu oder auch ein wenig verändert. Eine der wohl populärsten bzw. bekanntesten Versionen ist dabei die Tom Cruise Version von Steven Spielberg, die vor 20 Jahren herauskam. Heilige Scheiße. Und auch wenn ich meine Probleme mit dieser Version habe, so doch denke ich, dass diese Version so einiges richtig macht im Vergleich zu dieser Version. Man kann mal kreative Freiheit nehmen, man kann mal auch etwa mehr oder weniger einen bekannten Namen etwa auf seinen Film reintratzen und dann irgendwie fast gar nichts damit machen. Die ganze War of the World Materie wird eigentlich hier kaum bis gar nicht etwa aufgegriffen. Es gibt ein paar interessante Twists darüber, aber so wirklich macht man etwa nichts mit diesen Reveals oder Revelations oder sonstiges. Jegliche Veränderung an die klassische Story wirkt ein wenig forced oder einfach da, um neue Charaktere zu adden. Und da habe ich schon erwähnt, dass dieser Film es mag, Charaktere zu haben, die belanglos sind. Zum einen haben wir den Main Character gespielt von Ice Cube und ich werde ihn einfach nur als Ice Cube benennen, denn hier kriegt man keine Performance wirklich. Dabei ist Ice Cube ein sehr solider Actor. Ich habe ihn schon in einigen anderen Produktionen gesehen, wo er etwa eine sehr solide Performance abliefert. Und zugegeben, er ist der beste Teil dieses Films, vielleicht zweitbester Teil dieses Films, von den Actors zumindest. Denn auch wenn seine Performance nicht so doll ist auch ist die so dumm, so phoned in, dass sie auf eine andere Art und Weise witzig ist. Ich meine, solche Szenen wie It's you! It's you! How could you, man? How could you? haben dann doch etwa einen kleinen Humorfaktor zu sich. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass Alex Cube mehr oder weniger diese Performance eingephont hat, denn wenn er wirklich versucht hätte, diese Performance ein wenig ernster zu spielen, mit mehr Emotion, mit mehr Gravitas, dann wäre der Film vermutlich deutlich öderer. Und zum anderen haben wir noch etwa den Freund der Tochter von Ice Cube, den Amazon-Lieferanten. Ich nenne ihn Amazon-Lieferant, weil er mehr oder weniger das ist. Sein Charakter ist, ich bin ein Amazon-Lieferant. Guckt mal, ich habe eine Amazon Prime-Kappe und meine Weste und oh mein Gott, ich löse etwa das Problem von War of the Worlds mit einer Amazon-Drohne und du musst diese Amazon-Drohne kaufen auf Amazon, damit ich die liefern kann. Das Product Placement ist wirklich, wie kann man das nett ausdrücken, so stark in your face, dass man sich schon fragen kann, ob Amazon dafür doppelt bezahlt worden ist. Das Product Placement hier ist wohl eins der größten, die ich in irgendeinem Film
Film gesehen habe. Natürlich, Filme nutzen etwa Product Placements, um ein wenig mehr Einnahmen mitzunehmen. Und das ist natürlich auch okay so, auch wenn manchmal das ein wenig offensichtlicher ist an einem anderen Stellen. Und dieser Film versucht das also noch nicht mal wirklich zu verstecken. Amazon, das Logo und so einiges ist Front and Center. Und man sieht mal sogar den Prozess, wie Ice Cubes Charakter diese Drohne kauft auf Amazon. Und das bringt mich auf einen anderen Punkt. Zum einen haben wir Szenen auf diesen Bildschirm, die belanglos sind, die wir einfach nicht brauchen, wo wir einfach nur sehen, wie Ice Cube mehr oder weniger mit jemandem chattet. Oder auch etwa was kauft auf Amazon oder auch Social Media Plattformen. Ihr dachtet schon, dass Ralph Breaks the Internet ein wenig too much war mit diesen ganzen Social Media Plattformen, die etwa erwähnt oder gezeigt werden. Dann habt ihr noch nicht mal diesen Film gesehen. Aber man zeigt mal sie wirklich alle. YouTube, Google, was weiß ich. Gibt es diese Social Media Plattform und ist sie einigermaßen bekannt, dann seht ihr die in diesem Film. Man muss mal sich wirklich fragen, ob dieser Film mehr oder weniger ein Sit-Post ist oder wirklich einfach nur so gemacht ist, in einer sehr schloppigeren, lazy Art und Weise. Denn wirklich manche dieser Dinge, manche dieser Placements, manche dieser Acting Choices und auch das Cutting, das Pacing, ist alles sehr sloppy. Natürlich, Streaming-Filme haben etwa schon einigermaßen bewiesen, dass sie manchmal sehr inspirationslos sein können oder sehr belanglos sein können. Ich meine, viele der Netflix-Filme, die von denen direkt gemacht worden sind und nicht etwa eingekauft worden sind, abseits von ein paar der Animationsfilme, sind dann doch etwa sehr vergessenswert. Und wenn ich eine Sache an diesem Film zumindest loben kann, ist, dass dieser Film nicht vergessenswert ist. Das ist jetzt keine große Bar, aber es ist zumindest eine Sache in diesem Film. Ja, War of the Worlds ist weder eine gute Adaption, noch eine gute Interpretation oder wirklich ein guter Film. Also empfehle ich War of the Worlds absolut. Denn auch wenn dieser Film offensichtlich scheiße ist, und ich möchte das jetzt auch nicht sugarcoaten, so doch ist dieser Film auf eine Art und Weise scheiße, dass man ihn sich einmal gut für einen Lacher anschauen kann. Ist es ein Meisterwerk in So Bad It's Good wie The Room? Natürlich nicht. Aber falls ihr etwa ein paar Freunde mit euch habt, dann könnt ihr diese 90 Minuten einfach mal schauen und darüber lachen. Also von mir kriegt War of the Worlds ein großes Daumen hoch im Punkto Lacher, im Punkto ein guter Film zu sein, kriegt ihr ein großes Daumen nach unten oder so ähnlich. Ich mache solche Ratings eigentlich nie, aber es ist witzig hier das zu machen. Anyway, habt ihr War of the Worlds gesehen oder was gehört? Schreibt das doch gerne in die Kommentare. Und falls ihr ihn gesehen habt, was ist euer Lieblingsreaktion von Ice Cube in diesem Film? Das möchte ich wirklich wissen. Anyhow, wir sehen uns bzw. hören uns beim einem hoffentlich besseren Video beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.